Hi ho, es geht weiter mit Let's Play. Ich hatte auf Berseria. Ich habe offscreen hier noch Dämonen bekämpft. Habe ganz vergessen, dass die überhaupt keine Erfahrungspunkte bringen, sondern nur Ausrüstung. Egal. Dann geht's jetzt weiter mit der Lafi. Der Sidequest mit Lafi und seinem Kumpel, der das Omega-Elixier erforscht. You're Lafi said, right? Yes. Who are you? I'm Videl's mom. He wanted me to give you this note. It's the fourth ingredient. What happened to Videl? He has a high fever and can't move right now. It's the terminal stage of the 12-year sickness. It can't be. All the other kids in town avoid Videl because they're scared of the disease. But you chose to be his friend. I want to thank you for that. Videl always perks up when he talks about you. Miss Videl's mom, I know this is sudden, but can I borrow his book? If we can figure out the last ingredient, we can make medicine that'll cure him. I don't care what it takes. I'll decipher it myself and... That sounds like it could be really dangerous. I can't let Videl's friends put themselves at risk like that. Besides, I've already lent the book to someone else. I've been prepared for this day ever since I learned he had the 12-year sickness. I'm sorry, Videl. I'm sorry I couldn't give you a healthy life. What's the plan, Laficette? Do you still intend to look for that last ingredient? Why bother? Time's short and we're out of leads. I know it's sad, but there's nothing we can do. Videl was fated for this end from the start. Is there really nothing we can do? Don't feel guilty. None of this is your fault. You've been a good friend to him. Besides, the Omega Elixir is a fool's errand anyway. How could you say that? Jeez, Velvet! Even I'd have tried to soften that one. What's there to be gained from being less direct? Sure, it might hurt now, but in time, it will be just another memory. A sad memory you'll keep tucked away for when you need it. How can you talk like that? Videl's still alive! And what about all of his research? The Omega Elixir is real! I'm sure of it! I'm not ready to give up! Then stop talking about it and keep on looking. You mean it? Once you've lost him, it'll be too late. No matter how sorry you feel, no matter how deeply you regret, regrets don't change into memories. They hang over you like a living nightmare. But you haven't lost your friend yet, or your hope. Yeah. Then hold on to it as tightly as you can. Okay. I'm going to find that fourth ingredient. Let's take another look at the clues in Videl's notes. Wie genau gucke ich denn? Ah, da steht, suche ein Blatt vom Weltenbaum. Ja. Okay, es ist genau da, wo ich es in Erinnerung hatte. Und zwar bei Steinbergen. Nicht die Seite mit der Marido-Sidequest, sondern die andere Seite. Uah. Das war ein holpriger Start hier. So, nämlich da drüben. Und ich glaube, wir mussten komplett durch den Dungeon durch. Bin mir nicht sicher. Aber ich meine, da war was. Ich meine, es war ja beim Magilus Quest schon, das wir ganz am Anfang, als wir wieder gefunden haben. Und nicht durch die Höhle mussten. Zweimal ist das Spiel nicht so nett. Eine schöne falsche Richtung. Schöne Aussicht bestimmt, oder? Naja. Noch mehr Grünheit, ne? Noch mehr grüne Wiese sehen wir von dieser grünen Wiese aus. Ich habe Kräuter gesehen. Ich habe Kräuter gesehen und sie waren rot. Salbei. Einmal Salbei. Dankeschön. Weiter geht's. Also so auf Droge. Wir müssen uns einfach vorstellen, dass er diese ganzen Kräuter über einen längeren Zeitraum gegessen hat. Ich meine, er ist ja schon sehr alt.
Da Walwald. Oh, ja, da war auch wieder was mit so Farbrätseln. Ganz unangenehm. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, hier sind erstmal nutzlose Sackgassen. Da ist rot, da kommen wir nicht durch. Ich glaube, wir mussten jetzt eine rote Frucht... Oh, da brauchen wir ein Surfbrett. Wir mussten eine rote Frucht essen, um durch das rote Ding durchzukommen. Ich nehme euch mal mit. Waldplantung. Denn wir müssen noch ein bisschen leveln. Ja, das zurückbringen. Bin ich, also man hatte da einen Kampf und ich glaube, der Gegner war zwischen Level 90 und 100, glaube ich. Irgendwo auf der Richtung. Jedenfalls sind wir erst 77. I was just getting warmed up. Ich meine, es geht. Ich habe ihn schon mal auf sehr niedrigem Level besiegt, aber ich weiß auch, dass es sehr anstrengend war, weil der Kampf sich einfach ewig lang gezogen hat. Da habe ich keine Lust drauf. Ja, ich möchte die rote Frucht essen. Ich hätte mal lesen können, was da steht. Aber sowas wie rote Frucht, rote Dämpfe, let's go. Genau so stand das da. Warum laufe ich zu dieser Kiste? Da ist eh nichts Brauchbares drin. Sag ich doch. Gegen mich wollte ich nicht kämpfen, weil einzeln seid ihr nämlich auch gut nutzlos zu leveln. Eleanor zieht nicht ohne die Länge, bitte. 1488. Nee. Nee, lohnt sich nicht. So. Ich finde es schade, dass man die roten Dinger auf der Map nicht sieht. Muss man jetzt merken, auf der Map da unten, da war ein roter In- oder Rückweg. Roter Weg. Ist da irgendwas? Da ist auch eine rote Frucht. Okay, aber die haben wir eh gerade gegessen. Von daher ist das nur für den Rückweg. Da brauchen wir blau, um weiterzukommen. Erstmal das Kampf. Die haben wir nicht gebracht, glaube ich. Also nicht einzeln. Einzeln haben sie so wenig gebracht. Zusammen. Zusammen sind wir auf unserem Level. Ja. Dann müssen wir eigentlich brauchbar sein. Level 2 ist so stark, wo die Kombo ist auch egal, bei den Kampf so oder so tot machen, den Tischen ab. Egal, dann haben wir was Neues gesehen. Neu. Etwas, was wir nicht so oft sehen, mal wieder gesehen. So. Even a short weapon is effective up close. Da hinten ist der blaue Baum, ich sehe ihn schon. Tschubidu. Da können wir surfen. Aha! Ich hab doch genau gesehen. Ich habe ein Auge für Kräuter, Leute. So. Ja, die blaue Frucht essen. Die ist sehr... Was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Mutierte Heidelbeeren mit komischem Muster drauf. Was sind das überhaupt für Dämpfe, die auf den Boden kommen? Ich soll es nicht hinterfragen. Das ergibt alles keinen Sinn hier. So, wir haben 2 Wege. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Haben wir... Also theoretisch müssten wir nach rechts. Von daher versuchen wir mal, uns mehr rechts zu halten. Ach, gelb. Wir haben kein Gelb. Das habe ich nicht gesehen, obwohl es direkt vor mir war. Aber die sind schon richtig getan. Ich habe wieder nicht auf die Erfahrungspunkte geachtet. Also bei dem Doppelkampf vorhin. Vielleicht war da ein gelber Baum da hinten. Oh. Da ist rot. Da ist so ein Gegner. Aber vielleicht ist der gelbe Baum auch da hinten dran. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir schauen mal.
Wir schauen mal nach. So, ist hier ein Baum? Nein. Was haben wir hier? Ist da hinten rot? Hätte ich rechts die rote Frucht essen müssen, um zu dem Gegner zu kommen. Aber das ist okay, den brauchen wir ja nicht zwangsläufig. Das ist ja nur so ein Special-Gegner für Geld. Da hätten wir auch rot gebraucht. Ist hier jetzt ein... okay. Okay, wir sind nicht umsonst hergekommen. Hier ist der gelbe Baum. Jawohl, dankeschön. Gut, natürlich wäre es schlauer gewesen, wir hätten erst das Rote mitgenommen, um hier die ganzen roten Sachen noch zu machen. Aber, wie gesagt, da es nicht nötig ist, werde ich jetzt nicht deswegen zurücklaufen. Ist da die Katzkiste? Natürlich ist da die Katzkiste. Okay, falls ihr die Katzkiste sucht, da war sie. Okay, man sieht es doch bei den Bäumen. Die sind dunkler, wie die rausspringen. Gut, gut. Hier wieder hoch. Ich glaube, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich auch den Weg hier oben nicht gesehen. Oder den Weg zu dem roten Baum dann nicht gesehen. Einen von den beiden Wegen hatte ich nicht gesehen. So, wo war das? Ah ja, da, okay. Ich hätte gerne ein Surfbrett. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, was für ein Baum das ist. Eieieiei. Hier, gelb. Busch, neues Gebiet. Da ist gelb, um zurückzukommen. Ja, der da ist echt. Ja, der da ist fake. Okay, der da ist echt. Ja gut, langsam verstehe ich. Hi. Ich kämpfe euch jetzt und sehe auf eure Erfahrungspunkte sich lohnen. Die sind ja viel zu schnell, diese kleinen Figuren. Das ist nicht viel für die Board. So, Erfahrungspunkte 11.800. Letztes Mal hatten welche, die 13.000 irgendwas gebracht haben. Naja, aber trotzdem. Oh, Saftbrett. Ach, bitte, dass ich hinkomme. Ja, gut. Gut. Das macht doch alles viel angenehmer. Haben wir hier einen Baum? Hier haben wir einen blauen. Ich weiß nicht, was wir brauchen, von daher warte ich mal ab. Blau. Da wäre rot. Kann aber eigentlich nicht hinten dran sein, weil wir wieder rot brauchen, um rauszukommen. Hier ist... Oh. Haben wir nicht blau? Ach, wir haben gelb, ne? Wir haben immer noch gelb. Okay, okay. Wir haben gelb. Wir haben gelb. Hier ist rot. Ja gut. Wenn wir jetzt eh gerade hier sind, ne? Können wir ja gucken, was da ist. Ein paar Bubbel und eine Kiste wahrscheinlich, aber... Ja. Ne? Überraschend. Sehr überraschend. Wow. 3.600 Gold. Okay, aber zumindest ist das hier nicht so verwirrend, wie ich es in Erinnerung hatte. Bisher. Blaue Frucht. Nom nom nom. Weiter geht's. Habe ich hier irgendwo zwei Feinde nah beieinander? I'll finish this quick. Da ist nur einer, oder? Dann ein Pixel zu zwei Spuren. Ein bisschen zu spät. I was just getting Oh, warm. 1600 Erfahrungspunkte. Wuhu. Danke dafür. So, blau. Plop. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Blau. Wahrscheinlich wieder ein Rückweg. Habe ich doch gesehen. Habe ich doch hier im Vorbeifahren im Augenwinkel gesehen. So. Weiter geht's. Wir hatten keine Möglichkeit zu wechseln. Wir haben immer noch blau. Guck mal, wir sind schon fast da. Okay, wir schaffen das, Leute. Hier ist eine gelbe Wand. Damit kann ich leben. Da ist ein roter Baum. Hier ist blau, hier komme ich durch. Da ist rot. Blau. Komme ich hier einfach?
Okay, wir brauchen Gelb. Wir brauchen Gelb, Leute. Wo kriege ich Gelb, ist die Frage. Da ist Rot. Da kann nichts hinten dran sein, das ist eine Sackgasse. Da kommen wir anders nicht raus. Was haben wir denn hier? Gelb. Unsichtbare Wand. Nichts. Kräuter. Hä, aber da ist doch nur Rot. Oder bin ich jetzt blöd? Vielleicht ist das auch die Stelle, in der ich mich immer verlaufen habe, verirrt habe, verwirrt war. Ich meine, wir nehmen mal Rot, weil Blau bringt uns ja so oder so nichts. Aber Rot bringt uns auch nichts, weil das eine Sackgasse war, oder? Aber vielleicht ist Rot keine Sackgasse. Vielleicht gibt es bei Rot, so wie hier, so obenrum einen Weg, um wegzukommen. Und der gelbe Baum ist dann bei dem... Man kann übrigens die Kamera nicht rauf und runter drehen, wenn man auf diesem Software drauf ist. Vielleicht ist hier der gelbe Baum. Aber das sollte man auf der Map doch sehen, wenn hier ein anderer Weg ist, oder? Not worth my time. Ihr blöden Heroes! Die verletzen doch noch keine Bienen. Ich suche einen gelben Baum. Habt ihr ihn gesehen? This is the run gets you stuck. Ja, ja, Rocco. I know. Du bist cool. Dein Style ist auch cool. Nee, hier ist nichts. Und hier ist auch kein anderer Weg. Von daher kann ja auch gar nichts sein, weil man sich ja sonst verbauen würde und nicht mehr zurückkäme. Apropos nicht mehr zurückkäme. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. So. Ah, hier war blau. Okay. Wir müssen mit Gelb hier hin. So, wir müssen jetzt hier... Oh, hier? Habe ich mich hier umgeguckt? Oh. Oh, wow. Ja, ne? Das, wusste ich natürlich. Wusste ich natürlich, dass hier noch ein Weg ist. Habe ich voll gesehen vorhin. Ja, gut, dann ist ja easy. Dann ist ja easy. Dann können wir hier durch das Gelbe durch. Flop. Und können einfach da am Ende durch das Gelbe durch. Und dann haben wir hier das Blaue für den Rückweg, weil wir ja bei dem Gebiet davor Blau hatten. An exorcist. What's he doing here? That's... It's a world tree leaf. We need that for the Omega Elixir. You know of the Omega Elixir? You're no ordinary travelers. I think you can tell that just by looking at us. He seems wary of us. Should we take it by force? No, we'd be at a disadvantage. He looks strong. I could try talking to him. Wait, let me try. All right, Laffy. Do what you need to. Please, sir, may we have that? We need it badly. Sorry, kid. I've only this one. You're so... young. Do you really think you can make an Omega Elixir? I have a friend who's very sick. If there's anything I can do to save him, anything at all, I have to try. Did you already gather the other ingredients? No, we still don't know what the last one might be. But I'll find it. I swear I will. My friend is suffering too much. I refuse to give up on him. Take it. Are you certain? Don't you need this as well? I'm an exorcist. Talking to you, well, we're supposed to put the needs of others ahead of our own. You think not of yourself. I would be a poor model were I to deprive you in your time of need. Thank you. By the way, young one, perhaps this will help your cause. I've been studying an old book, and it would seem that the final ingredient is a Moloch's prayers. Unfortunately, thanks to the Lord of Calamity, the Abbey's been losing a good number of Malachim. I've managed to be exceedingly lucky and mine is still okay, but... he will not give me his prayers.
even when I command him to. Perhaps you will succeed. I have not faltered in my duties as an exorcist. The world must come before my family. I'm so sorry, Videl. Now that we know what the last ingredient is, there's just one thing left to do. Hey! I think that might have been Videl's dad. Well, now that you mention it, Videl did say that his dad was an exorcist. If he was the one who borrowed the book from Videl's mother, that would explain how he got here. Damn, though, that's cold. Doesn't that mean he was willing to give up on his son? How could he place more value in the Abbey's teachings than on his own son's life? I think he made the rational decision. Remember, he felt that there was no way he could get the last ingredient for himself, so... Yeah, okay, sure, logic. Kids ain't logical. How do you think Videl would have taken this? I'm sure he'd be terribly hurt. Look at it like this. That guy clearly went to a lot of trouble to decipher the book. He would have faced considerable dangers just to get here. Exorcists can't save the whole world. They have to live their lives conflicted like the rest of us. If everyone lived as selfishly as me, the world would be a wasteland. Velvet. I don't disagree, but he knew what he was doing. Am I dreaming this? Is Velvet actually defending an exorcist? Pinch me! I'm only stating the truth. Anyway, if we'd fought, it would have been to the death. Good thing this ended peacefully. Fee, I can't tell you what's right in this situation, but if Videl does die, the sadness will be numbing. I can promise you that. Yeah, but I think even in sadness, hope can spring to life. As long as you keep living. Anyway, we've got everything we need. Let's get back to Videl's house and make the Omega Elixir. That exorcist said the last ingredient was a Moloch's prayers. That's all it is? We're in good shape then. We've got Laphicet and Eisen and Bienfu. One of you can surely squeeze out a prayer or two, yeah? Ja, ich denke Laffy noch am ehesten hier, ne? Bei der Story jetzt können wir raus teleportieren. Sehr schön. Können wir nach Venedig? Sehr schön. Videl, wir haben alles. We're back! Where's Videl? Oh, it's you, Laphicet. I'm sorry, but Videl's already lost consciousness. But he's still alive, isn't he? Please, let me see him. Videl, it's me, Laphicet. We have all of the ingredients for the Omega Elixir. I'll prove that your translations were correct, Videl. Just wait. Laphicet. He's awake! No, he's just mumbling. That's all he's been saying this whole time. I'm sorry. Sorry, Laphicet. I'm sorry I told you to go away. I really wanted to talk to you more. It's fine, really. That doesn't matter now. You're my friend. There's so much of the world you still need to see. You have to get better, so we can go on adventures together, okay? Huh? Is that... It's the Omega Elixir. So, it wasn't really a Moloch's prayers. It was their tears. Sweetheart, you're home! I am. But I have no right to be here at this point. I chose to do my duty as an exorcist over the welfare of my own dear family. I won't ask for forgiveness. This isn't something that can be forgiven. Dad? Videl, are you feeling okay?
He's fine. A generous friend worked hard to prepare the Omega Elixir for him. The Omega Elixir? Wait, don't tell me your friend is... You helped him, right? I heard that it was you who told him what the final ingredient was. Thank you, Dad. No, son. You have no idea. I... Dad, it's okay. You protected the world in your own way. The one Mom and I live in. The one I want to explore when I get a little older. Son... All's well that ends well, hmm? Hard to believe we managed to actually make an Omega Elixir. That's one hell of an accomplishment. Oh, and here I was anticipating much wailing and gnashing of teeth. Videl turned out to be pretty resilient, huh? Can't you just say good job like a normal person? You're no fun. You did good, kid. Thanks. But I might have given up if not for Velvet's encouragement. All I did was rile you up. I wouldn't call it encouragement. Not you too, Velvet. Anyway, that was a noble thing you did, Luffy said. You really held on to your hope all the way through. Yeah. I just didn't want to give up on Videl. But I don't really think it's worth praising. I haven't felt lost like you have, Velvet. If I had, I don't think I would have been so sure of myself. Perhaps. But I think you'll still have it in you. Even if you ever do lose something, dear. Huh? Why? That's just the feeling I get. Look, I'm tired of Eleanor's grumbling, so I thought I'd say something nice for once. Could you not make this my fault? Ach, schön. Aber ja, wenn Velvets Bruder damals so ein Omega-Elixier gehabt hätte, hätte er vielleicht auch überlebt. Haben wir ein Omega-Elixier? Nein, wir haben nur normale Elixiere. Wir haben Kräuter. So. Insel des Terrors.